بسم الله الرحمن الرحيم. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute mit dem Thema, wie ich zum Islam konvertiert bin und häufige Fragen. Ich sitze immer noch draußen, weil ich versuche, einen richtig schönen Videoort zu finden. Und mein Zimmer ist nicht sonderlich schön mit dem Licht und allem. Deswegen entschuldige, falls etwas rauscht. Wir arbeiten da dran. Also ich bin damals mit Ayhan zusammengekommen und war gerade in einer schwierigen Phase in meinem Leben. Also haben wir oft zusammengesessen, gerade auch in meinem Auto haben wir auf einer Aussichtsplattform gehockt und haben erzählt. Und er hat halt versucht, mir Sachen durch den Koran zu erklären, mir Hoffnung zu geben und etwas Vertrauen zu haben, dass alles aus einem Grund passiert. Und wir haben sehr viel einfach darüber gesprochen. Er hat mir das gesagt, was er wusste. Und dadurch wurde ich neugierig, weil ich wirklich nichts mit Religion am Hut hatte. Und dann bin ich eines Tages in die Buchhandlung gegangen und habe mir einen Koran gekauft. Und ich habe dann angefangen zu lesen und hatte viele Fragen. Und ich wollte nicht Ayhan fragen, weil ich wollte nicht, dass er denkt, ich mache das wegen ihm oder Ähnlichem. Ich hatte zum Glück kurz davor ein Mädchen kennengelernt bei einem Bewerbungsgespräch, die war Marokkanerin und gläubige Muslima. Also habe ich sie einfach angeschrieben und habe gemeint, hey du, hör zu, ich lese den Koran, ich habe einige Fragen. Und sie hat dann gemeint, hey, hör zu, ich helfe dir mit allem lieben gern. Ich werde auch mit den Frauen reden, ich werde auch mit den Mädchen reden, mit meinen Freundinnen, dass wir dir alle Fragen bestmöglich beantworten können. Und sie hat mir auch wirklich viel geholfen. Und dann habe ich mir entschlossen, sie besuchen zu gehen. Und es war am 5. Januar 2018, bin ich zu ihr gefahren und sie hat dann gemeint, hey, möchtest du mit in die Moschee kommen zum Freitagsgebet? Und ich so, natürlich, echt gerne, weil ich war noch nie in einer Moschee. Ich war so aufgeregt. Und weil wir schon die ganzen Monate vorher gesprochen haben und sie eigentlich wusste, dass ich zum Islam konvertieren will, hat sie dann einfach die Idee gehabt und hat gemeint, hey, wenn du es vorhast und wenn du sicher bist, wenn du magst, können wir es heute auch tun. Und ich bin so ein Mensch, wenn mir etwas in dem Moment richtig erscheint, dann tue ich es einfach. Und ich habe kurz innegehalten, ich habe es überlegt, will ich das wirklich? Und ich dachte so, ja, ich bin mir schon die ganze Zeit sicher, warum soll ich nicht heute konvertieren? Also sind wir in die Moschee gefahren, sie hat ein paar Leute noch vorher angerufen, hat mich eingekleidet, ich habe ein Kopftuch bekommen, ein Gewand bekommen und es war erstmal so komisch. Ich dachte wirklich, jeder starrt mich an. Es war ganz ungewohnt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, wo ihr zum ersten Mal Kopftuch draußen anhattet in der Öffentlichkeit. Für mich war es ungewohnt, aber es war schön. Es hat sich gut angefühlt. Und wir waren dann in der Moschee, haben dann gebetet und dann habe ich vor ihrer Freundin das Glaubensbekenntnis aufgesagt. Ich sage es jetzt nicht nochmal, weil mein Arabisch ist mehr als peinlich. Deswegen schreibt euch gerne die Infobox, falls ihr es nicht kennt. Und daraufhin sind dann die ganzen Frauen, erstmal, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die sind alle auf mich zugekommen, haben mich beglückwünscht. Mir hat sogar eine Frau ihren Sohn zur Hochzeit angeboten, weil sie gemeint hat, er wird sich so über ein so hübsches, gläubiges Mädchen freuen. Und ich fand einfach die Liebe so süß in dem Moment. Aber auf jeden Fall hat meine Freundin noch gemeint, ja, der Imam und der Hodja sind da und ich soll am besten mit ihnen nochmal reden. Also sind wir zu zweit in den Raum mit dem Imam und Hodja gegangen. Der Imam konnte nur Arabisch und ich wusste nicht, was eine Sprache noch. Auf jeden Fall hat dann der Hodja immer übersetzt und ich wurde halt gefragt, was aber auch sehr positiv war, ob ich das Ganze freiwillig mache, warum ich das tue, was meine Eltern davon halten. Und ja, es war eigentlich sehr schön, weil ich habe mich aufgehoben gefühlt. Ich habe mich nicht verurteilt gefühlt oder wie in einem Test, sondern es war eher jemand schaut, ob ich das wirklich freiwillig tue, dass mich keiner drückt, keiner zwingt. Und auf jeden Fall haben dann auch zu mir gesagt, weil sie haben mich gefragt, welche Religion meine Familie hat. Ich habe gemeint, meine Familie ist katholisch, wir sind eigentlich Christen. Trenn dich jetzt nicht von ihnen, nur weil du jetzt im Prinzip Moslem bist.
sondern verbring einfach Zeit mit deiner Familie. Und das hat mich so bestätigt. Und dann hat der Imam nochmal mir das Glaubensbekenntnis vorgesagt, Wort für Wort. Und ich habe es nachgesprochen. Ich muss manche Wörter 4-mal nachsprechen, bis es perfekt war. Er wollte, dass ich es perfekt ausspreche. Und daraufhin habe ich dann einen Koran geschenkt bekommen, einen richtig schönen. Und noch einen Kalender von dem Jahr mit den Gebetszeiten wegen Ramadan, ähnlichem. Und wurde herzlich aufgenommen in die Gemeinde. Dann sind wir zu den Mädchen zurück nach Hause, haben noch zusammen gegessen. Ich habe mit ihren Freundinnen erzählt und es war richtig schön. Und als ich dann gehen wollte, hat sie mir noch eine Kiste gegeben. Da war das Kopftuch drin, was ich anhatte. So dieses marokkanische Gewand. Es war so schwarz mit so Glitzersteinen. Ein Gebetsteppich. Hat mir noch ein Infoblatt mit 5 Säulen vom Islam ausgedruckt und hat mir noch die Internetseite Islam im Herzen empfohlen. Die verlinke ich auch noch in die Infobox. Durch sie habe ich nämlich viel gelernt, wie ich so bete, wie ich Sachen richtig aussprechen kann. Also da ist alles aufgelistet, extra auch Gebet für Frauen, Gebet für Männer, falls ihr männliche Seiten konvertieren wollt. Ja. Und im Prinzip, das war schon alles. Seitdem bin ich konvertiert und ich bereue es in keiner Minute.